Beginn der Invasion der Ukraine 2022 begann seitens der EU ein Wirtschaftskrieg gegen Russland, der in erster Linie über ein großes angelegtes Sanktionsprogramm ausgetragen wurde. Viele Leute werden mitbekommen haben, die Bestimmungen der ökonomischen Sanktionen gegen Unternehmen, die beschuldigt werden, durch ihre ökonomische Aktivität die russischen Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Ein sehr dubioser Aspekt dieses Sanktionsregimes, der breiten Öffentlichkeit aber lange Zeit kaum bewusst gewesen sein wird, ist der, dass solche Sanktionen auch gegen Medien und sogar gegen einzelne Privatpersonen verhängt werden können, die beschuldigt werden, dass sie durch ihre publizistische Tätigkeit russische Machtambitionen in Europa begünstigen würden. In Deutschland der krasseste, dramatischste Fall solcher EU-Sanktionen gegen Medienschaffende ist zweifellos der Fall des Berliner Journalisten Hüseyin Doğru, Gründer von Red Media, den ich heute zu Gast habe, um ein bisschen über seinen Fall zu sprechen, der sich gerade in den letzten Wochen noch einmal dramatisch zugespitzt hat. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, was jetzt deine aktuelle Lage ist, wie sich bei dir die Situation entwickelt hat, blicken wir mal kurz zurück auf dein Medienprojekt, auf Red Media. Red Media stand ja auch schon vor den Sanktionen unter Beschuss von bürgerlichen, konservativen Parteien und Medien. Was war das, was an die bürgerliche Publizistik so provoziert hat an Red? Was wurde euch vorgeworfen und unterstellt? Zuerst mal danke, dass ich hier sein kann und dass du mit mir über diese Thematik redest. Also Red Media haben wir gegründet 2023, nachdem wir alle damals Redfish aufgelöst hatten, nach der Invasion der Ukraine. Und genau, nach der Auflösung von Redfish gab es sehr viel E-Mail, Support und es hieß, macht weiter, das ist ganz wichtig. Daraufhin haben wir Red Media gegründet. Und die politische Linie von Red Media war bis zu ihrer Schließung eigentlich immer eine antiimperialistische, linke, antikoloniale, antifaschistische editorielle Linie, die wir haben. Und der Fokus war hauptsächlich immer aus der Perspektive der unterdrückten Menschen der Welt sozusagen und den Klassenkämpfen etwas international zu verbreiten. Was passiert überhaupt in Burkina Faso? Was passiert in Europa? Was passiert in Asien, Philippinen, Lateinamerika? Sozusagen die Kämpfe zu verbinden. Und mit Oktober 7 hat sich natürlich für jeden und für alle die gesamte Weltlage verändert und für uns auch. Darauf haben wir uns halt fokussiert, weil wir schon befürchtet hatten von ganz Anfang an, dass der 7. Oktober dafür benutzt werden wird von Israel, von den westlichen imperialistischen Mächten, um richtig in Palästina reinzugehen und den gesamten Nahen Osten neu zu designen, was ihre Ambition seit Jahren schon ist oder Jahrzehnten. Umso populärer wir wurden, ich glaube, das war in den ersten 9 Monaten in 2024 hatten wir fast eine halbe Milliarde Views. Ich glaube, so ein viraler Durchbruch war so ein bisschen das Greta Thunberg-Interview auch. Unter anderem, genau, unter anderem. Das war während einer pro-palästinensischen Demonstration hier in Berlin. Aber auch andere Sachen. Wir waren zum Beispiel damals die Ersten, die Phosphor Bomben in Gaza darüber berichtet hatten, weil wir Kollegen vor Ort haben. Und diese Berichterstattung, die eine riesen Reichweite bekommen hat, kam irgendwann unter das Radar von den bürgerlichen, rechten, konservativen Medien hier in Deutschland. Vor allem denen, die sich als links bezeichnen, aber rechts schießen. Und daraufhin haben sie sich mal angeguckt, ganz investigativ, wer ist Red Media überhaupt, das ja mit diesen Hamas-Supportern und Jew-Hatern, wie sie das immer so schön framen, die Humboldt-Uni besetzt hätten und Proteste hier organisieren, denn das war die Theorie, dass Red Media hinter diesen Protesten und Besetzungen stand. Und da haben sie sich angeschaut, Red Media, das ist Hüseyin Doğru, aber Hüseyin Doğru war ja früher bei Red Fish, was von Rappli finanziert worden ist, was ein Teil von RT war. Das muss das Gleiche sein. Das war sozusagen der Aufhänger für sie. Und daraufhin hat halt die Kampagne begonnen. Das war 2023 gleich, vor 7. Oktober. Aber nach 7. Oktober hat das noch eine andere Dynamik bekommen als Tagesspiegel, Taz, das sofort aufgegriffen haben. Natürlich ganz berühmt der rechte Propagandist Niklas Potter bei der Taz, der sofort nachgeschossen hat.
eine investigative Recherche bei uns gemacht hat, was eigentlich so ein Recycling von alten Artikeln war. Und genau, sie haben uns mit Russland immer angegriffen, aber ihre Thematik war immer oder was sie gestört hat, und das war ganz offensichtlich durch die Berichterstattung, ist Anti-Genozid-Berichterstattung, pro-palästinensische Berichterstattung, linke Berichterstattung, antiimperialistische Berichterstattung und Kritik an der israelischen Regierung und der Besatzung und des Apartheidsregimes dort. Aber dafür haben sie halt dieses Russland-Label benutzt. Und das wurde immer wiederholt von der Taz, vom Tagesspiegel, Welt, Süddeutsche und allen anderen. Also eine bestimmte Ecke der Medienlandschaft. Bis das irgendwann auf den Tisch von, das war glaube ich 14. oder 15. September 24, hat der damalige Außenminister, genau, das war der Außenminister Blinken der USA, hat eine Presseerklärung abgegeben in London. Und da hat er namentlich Red Media erwähnt und hat gesagt, Red Media ist eine geheime Desinformationsoperation des russischen Propagandaarms, laut Tagesspiegel, hieß es. Aber was witzig war, ist, dass der Tagesspiegel damals nie gesagt hat, das ist so. Sie haben gesagt, eventuell ist das so, da Hüseyin Dokru hier bei Red Fish war und jetzt dort ist, könnte es doch sein. Daraufhin hat natürlich der Tagesspiegel am nächsten Tag eine Erklärung, Artikel geschrieben. Laut Blinken ist Red Media russische Propaganda. Aber er hat sich auf ihren ersten Artikel vom Tagesspiegel bezogen, der gesagt hat, vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht ist es so. Also eine Annahme wurde sozusagen legitimiert und durch eine politische Kraft oder eine Instanz, die höchste, die man haben kann. Und dann zeigen sich halt, wer deine Alliierten sind. Und die Frage ist auch, wie landet ein Artikel von einer international unbedeutenden Zeitung, rechten Zeitung, auf dem Tisch von Blinken? Da muss man sich natürlich auch anschauen, wer diesen Artikel geschrieben hat. Das war so ein ganz ambitionierter, der aus der antideutschen Ecke kommt, ich glaube Julius Geiler. Und Claudia von Salzen, ganz interessante Person. Äh, Ich muss ja ganz vorsichtig sein, was ich jetzt vor der Kamera sage, aber ich würde jedem empfehlen, mal reinzuschauen, wer überhaupt diese Person ist, was für Verbindungen sie hat. Genau, und danach wurde natürlich alles wiederholt, weil Leute schauen sich gerne dank Social Media nur den Titel eines Artikels an, aber lesen nicht weiter. Dann war es nur noch ein Copy-Paste-Dynamik. Und so sind wir dann ins Fadenkreuz geraten bis zum 20. September letzten Jahres, als Red Media und ich sanktioniert worden sind. Also wir hatten schon lange vor den Sanktionen eine politische Verleumdungskampagne gegen Red, aber gab es dann vor den Sanktionen irgendeinen Versuch, Red auf juristischem Weg nach nationalem Recht anzugreifen, oder war es eigentlich eine rein politische Kritik vorher? Es war keine Kritik, es ist ein politischer Angriff. Ähm, und das ist wichtig, das zu highlighten. Also Kritik ist okay. Man kann eine kritische Politik haben, Kritik an einer bestimmten Politik haben. Man kann ja ideologische Kämpfe führen. Das ist ja in Ordnung. Aber ein politischer Angriff, das in seiner Grundessenz anti-links, antisozialistisch, antimarxistisch, antikommunistisch ist, hat eine Tendenz beziehungsweise hat ein Ziel, um kritische Stimmen, linke Stimmen mundtot zu machen. Ich meine, das ist nichts Neues in der Bundesregierung oder in Deutschland, sowohl als auch in der breiten Medienlandschaft. Antikommunismus ist etwas, womit du hier dein Geld ganz leicht verdienen kannst oder Bücherverträge mittlerweile bekommst. Ähm, einen rechtlichen Weg gab es nicht. Denn würden sie es versuchen, rechtlich uns hier in Deutschland zu verbieten oder mich zu belangen, weil ich eine journalistische Tätigkeit betreibe, die man mögen muss oder nicht, würden sie es nicht schaffen. Denn die bürgerliche Demokratie und die Rechtsprechung kann das nicht erlauben, denn dann könnten sie das auch dann könnte ich das auch gegen ihre Medien benutzen. Und nun ist es so, dass Pressefreiheit eigentlich sehr hoch geschätzt ist in der Bundesrepublik und in ihrer Gesetzesgebung. Und da war es denen klar, das werden wir so nicht schaffen. Deswegen die EU-Sanktionen.
Denn auf juristischem Weg geht das hier nicht, aber auf der EU-Ebene klappt das, weil es kein juristischer Weg ist. Es ist einfach nur ein Beschluss. Und deswegen wurde sozusagen die Repression exportiert ins EU-Parlament. Es kamen dann die Sanktionen. Es war ja lange Zeit so, dass, glaube ich, schon die breite Öffentlichkeit gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die Möglichkeit überhaupt besteht, dass man Medien und Privatpersonen sanktionieren kann. Also das breite Bild war ja allgemein, die Sanktionen sollen verhindern, dass europäische Unternehmen Munition für die russische Armee liefern, sowas in der Art. Aber ich habe den Eindruck, dass vor einerseits deinem Fall, andererseits dem Fall Jacques Bot eigentlich kaum jemand auf dem Schirm hatte, dass das auch eine darin vorgesehene Option ist. Habt ihr im Rest vom Redaktionsteam von Red denn jemals so die Möglichkeit auf dem Schirm gehabt, ihr könntet von diesen Sanktionen betroffen werden, bevor es so gekommen ist? Also Red Media haben wir ja geschlossen. Am 16. Mai war das, glaube ich, haben wir öffentlich bekannt gegeben. Das war's, da die Repression zu stark ist. Also Menschen, die identifiziert worden sind so wurde es halt auch kommuniziert. Wir haben identifiziert, wer das ist. Also die Sprache ist schon sehr militaristisch. Die wurden bedroht. Es gab Bedrohung, es gab Droh-E-Mails, es gab Drohnachrichten. Nicht gegen meine Person, aber gegen andere. Und dann haben wir halt abgewogen, macht das noch Sinn, unter diesen möglichen Repressionen, die eventuell noch folgen könnten, weiterzumachen. Dann haben wir am 16. Mai sozusagen beschlossen, das war's mit Red, weil wir hatten schon das Gefühl, diese ganze politische Dynamik, die in der EU, aber vor allem in Deutschland herrscht, geht in eine ganz gefährliche Richtung. Und das Risiko war es einfach nicht wert. Denn ja, Red Media, schön und gut, aber es gibt sehr viele Red Media, die ganz anders heißen, aber die dieselbe Politik machen. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, gut ist. Man braucht uns nicht. Es gibt sehr viele andere, die das machen. Und da sind wir auch ein bisschen stolz, auch mit meiner Vergangenheit mit Red Fish. Ich glaube, wir waren damals die Ersten, die wirklich so linke, antiimperialistische aus einer linken antiimperialistischen, offenen sozialistischen Perspektive so eine internationale Bühne geschaffen haben. Danach sind so viele aufgepoppt und das ist schön, das ist gut und das wird halt immer noch weitergemacht. Ähm, Unser Fall beziehungsweise mein Fall, ich bin ja der Einzige, der sanktioniert worden ist, weil ich der Geschäftsführer bin oder war und das Unternehmen, also AFA Media, das sozusagen hinter Red Media steht. Und das ist zum ersten Mal passiert das überhaupt in Europa, dass die Europäische Union einen in Europa lebenden Menschen, das Unternehmen ist in der Türkei, auch wenn Taz, Potter und andere immer behaupten, Berlin ansässig, das stimmt einfach nicht. Ähm, ein deutscher Staatsbürger, EU-Staatsbürger, der in der EU lebt, sanktioniert wird. Also das Sanktionsregime, was sie aufgebaut haben, das eigentlich nach außen gerichtet ist, wird zum ersten Mal nach innen gedreht, um eine neue Repressionsmethodik auszuprobieren. Also jetzt trifft das gerade mich, aber wir merken ja, also ich war ja der Erste und seitdem Stück für Stück weiten sie das aus. Und in jedem Land versuchen sie das gerade, um die jeweiligen, das ist eine Interpretation natürlich, ich muss ja ganz vorsichtig sein, alles Desinformation, ähm, die jeweiligen Gesetze, verfassungsmäßige Grundgesetze et cetera, dem anzupassen, weil es widerspricht sich alles, da es halt nach außen hin eigentlich gerichtet ist. Und deswegen, ja, mal schauen, wo die Reise hinführt, aber solange halt nichts öffentlich wird, solange es keinen politischen Druck gibt, wird das ein bisschen schwer. Es kamen dann schließlich die Sanktionen gegen dich auf EU-Ebene. Was war denn die offizielle Begründung, warum die Sanktionen gegen dich verhängt wurden? Denn es ist ja auf den ersten Blick jetzt nicht unbedingt einleuchtend, dass ein in Berlin lebender Journalist in irgendeiner Beziehung zu den russischen Kriegsanstrengungen steht und das Sanktionsregime wird ja gerade unter diesem Label geführt, den russischen Kriegsaufbau zu behindern, die Fähigkeit zur russischen Kriegführung zu senken. Inwiefern hat die EU argumentiert, dass dich zu sanktionieren Russlands Fähigkeit zur Kriegführung senken konnte? Interessante Frage. Die Antwort suche ich selber noch. Aber ich wurde ja unter dem 17. Sanktionspaket gegen Russland sanktioniert. Dort heißt es, AFA Media, AK Red Media und Hüseyin Dokro haben finanzielle, personelle Verbindungen zum russischen Propagandaapparat.
Und dann wird es erklärt, wieso. Und dann heißt es, und das ist alles öffentlich zugänglich. Erstens, da sind 3 Themen aufgezählt. Erstens, dass ich von der Humboldt-Universitätsbesetzung in Berlin berichtete, von drinnen. Und zweitens, dass ich die palästinensischen, libanesischen und die Ansarallah, also Houthis, interviewt hätte. Das beide wäre sozusagen nach deren Ansicht Terrorpropaganda. Und das dritte ist, dass ich über Proteste, auch gewaltvolle Proteste in Europa berichtet hätte. All dies würde laut der EU religiöse, ethnische Konflikte schüren und die Stabilität der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten gefährden. Demzufolge, jetzt kommt die Russland-Sache, demzufolge könne ja nur Russland davon profitieren. Deswegen ist es russisch. Also Hamas profitiert davon nicht oder Kommunisten profitieren davon nicht oder jeder, der antimilitaristisch ist, profitiert davon nicht, aber Russland, nur Russland. Man würde ja nun meinen, dass politische Figuren zu interviewen, von Protesten zu berichten, eigentlich eine ziemlich normale journalistische Routinetätigkeit ist. Aber um das noch einmal prägnant zusammenzufassen, der Vorwurf, der dir gemacht wurde, ist nicht, dass du irgendeine Straftat begangen hättest, sondern dass die Tendenz deiner Berichterstattung russische Machtambitionen in Europa dadurch stützt, dass die öffentliche Meinung aufgewühlt und Spaltung der Gesellschaft ausgelöst wird. Das war die Begründung der EU. Genau, das ist eigentlich also gut zusammengefasst, die Begründung der EU. Also keine Straftat begangen, also die Sanktion, also das ist ganz wichtig, das müssen, glaube ich, die Menschen verstehen. Und schaut euch das mal bitte an, also auch deine Followerschaft. Wenn man auf die EU-Webseite geht, da muss man das geht ganz schnell, mal gucken, wie definiert EU Sanktionen. Laut der Definition der EU sind Sanktionen keine Strafmaßnahme. Es ist ein Beschluss, ein Werkzeug, um das ist ganz wichtig, nicht illegale Verhalten eines Individuums zu verändern. Nicht illegales Verhalten eines Individuums zu verlängern. Und jetzt kommt das Beste, damit die Person die außenpolitischen und sicherheitspolitischen Perspektiven, jetzt nagelt mich nicht auf das Wort fest, Perspektiven der EU wiedergibt. Also auf gut Deutsch, wenn mir das, was du sagst, nicht gefällt und du nicht meine militaristische Propaganda unterstützt, bestrafe ich dich. Und in diesem Kontext muss man sich das jetzt alles nochmal neu anschauen. Und dieser ganze Prozess ist ein nicht juristischer Prozess. Also da kommen 27 sind das, glaube ich, genau, Außenminister der EU-Staaten zusammen, hinter verschlossenen Türen. Da ist so eine Riesenakte, da ist alles Mögliche drin. Und dann wird alles in einem Go abgestimmt, sanktioniert. Es gab ich glaube, das war in Luxemburg, einen Journalisten, der mich kontaktiert hatte und meinte, dass er den Außenminister Luxemburgs bei einer Pressekonferenz nach den Sanktionen gefragt hätte, ob er einen Hüseyin Dokru kennt. Der so, nö, wer soll das denn sein? Da meinte er darauf, ey, sie haben ihn sanktioniert. Und darauf meinte er, wir lesen uns das nicht alles durch, das wird alles in einem Wisch gemacht. Also das ist sozusagen dieser Standard, der gerade benutzt wird. Es ist ganz egal, wer da drauf steht, aber es ist, glaube ich, für uns ganz wichtig zu wissen, wer dahinter steht, weil jedes Land, EU-Mitgliedsland, kann ja Menschen für die Sanktionsliste vorschlagen. Und in meinem Fall ist es die Bundesregierung. Es ist also ein überaus mächtiges Instrument, um rechtsstaatliche Standards umgehen zu können, Menschen zu sanktionieren für Dinge, die nach nationalem Recht überhaupt keine Straftaten darstellen. Das wirft natürlich umso mehr die Frage auf, wie dieses Instrument dann konkret gehandhabt wird. Wer entscheidet denn auf EU-Ebene darüber, ob Sanktionen verhängt werden? Und gibt es denn irgendeine Art von Verfahrensrichtlinien dafür? Gibt es durchlesbare Richtlinien, in denen man nachlesen könnte, unter den und den Bedingungen werden Sanktionen verhängt, unter den und den Bedingungen sind sie nicht rechtmäßig? Oder ist es wirklich ein reiner Willkürakt, der keinen geschriebenen Regeln folgt?
Jetzt würde ein EU-Richter sagen, es gibt keinen prozeduralen Fehler. Das werden sie auch demnächst in meinem Fall sagen. Wir erwarten in 2 bis 3 Monaten eine Entscheidung des Europäischen Generalgerichts, eine Instanz vor dem EuGH. Da gibt es auch keinen prozeduralen Fehler, weil das ist einfach so, wie die EU funktioniert. Es gibt Bestimmungen, wonach sich die EU richtet. In diesem Fall ist es der EU-Rat, der mich sanktioniert hat. Und laut ihren Beschlüssen funktioniert Sanktion so, dass die Mitgliedstaaten, Institutionen, Individuen, Organisationen, was auch immer, vorschlagen können. Und dann wird es einstimmig entschieden, hinter verschlossenen Türen. Es gibt dazu einen ganz interessanten Bericht eines ehemaligen EuGH, genau, einer ehemaligen EuGH-Richterin, also deren Richterin ist das. Sie lebt in Hamburg. Sie hat ein Rechtsgutachten geschrieben über die Sanktionen, die sozusagen verhängt worden sind in meiner Sache. Und sie kam auch zu dem Schluss, also es ist eine ehemalige EuGH-Richterin, dieses Sanktionsregime widerspricht EU-Recht und den Grundgesetzen oder der Verfassung jedes EU-Mitgliedstaates. Aber da es kein juristischer Weg ist, haben wir sogar als Richter keine Möglichkeit, das zu blockieren. Denn die EU oder die Kommission, der Rat hat, der Rat, die Kommission, aber auch das Parlament, die haben einen sozusagen Mechanismus geschaffen, das außerhalb der Justiz funktioniert. Und das wird jetzt gerade getestet. Und da juristisch ranzugehen, ist auf Bundesebene unmöglich, weil die sagen EU. Auf der EU-Ebene ist es auch sehr schwer. Also klar, es gibt Rechtsmittel, man geht zum EG, dann geht man zum EuGH. Aber da besteht wiederum auch die Gefahr, dass also die Entscheidung, die sozusagen dort getroffen wird, ob es legal oder illegal ist, da gibt es 2 Instanzen. Entweder juristisch oder Prozessfehler oder nicht. Und die werden auch Prozessfehler entscheiden. Es gibt ja Entscheidungen schon seit 3, 4 Jahren oder 5 Jahren, ähm, wo das EuGH entschieden hat, die Sanktionen zu Person XY, jetzt kenne ich die Namen nicht, müssen aufgehoben werden. Es ist ein Gerichtsbeschluss da. Weder die EU noch die Mitgliedstaaten, also all die beiden Instanzen, die weigern sich, diese Sanktionen aufzuheben, weil es etwas ist, was die Gerichte nicht mehr kontrollieren können. Und das ist die Problematik gerade. Als dann die Sanktionen kamen, wie hast du darauf reagiert? Also bevor wir uns anschauen, was der konkrete Inhalt der Sanktionen war, du hast ja selbst schon angesprochen, das Problem ist, weil es sich nicht um ein juristisches Verfahren handelt, wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, auf juristischem Weg dagegen vorzugehen, denn es gibt ja weder einen Prozess noch ein Urteil, die man mit normalem juristischem Instrumentarium anfechten könnte. Bei einem normalen Prozess kann ich eine Revision beantragen, ich kann neue Beweismittel vorlegen, was ja aber hier nicht wirklich möglich ist. Wie hast du denn versucht zu reagieren oder gab es denn überhaupt eine Möglichkeit der juristischen Anfechtung dieser Sanktion? Also zuallererst, du wirst nicht informiert, wenn du sanktioniert bist. Irgendwann in 2, 3 Wochen kriegst du ein Schreiben, dass du sanktioniert bist. Irgendwann. Was in meinem Fall so war. Ich glaube, offizielles Schreiben an meine Adresse in Berlin habe ich nach 2 Wochen erst bekommen. Demzufolge habe ich oder hätte ich eigentlich unbewusst am Tag der Entscheidung der Sanktion bis zu dem Erhalt des Briefes Sanktionen umgangen und mich strafbar gemacht. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Das ist das eine, also du wirst nicht informiert. Das zweite ist, wie kann man dagegen vorgehen? Also generell ist es so, in einem normalen Verfahren, es gibt eine Anklage, du wirst beschuldigt, es gibt eine Anklage, Gerichtsverfahren und Verteidigung et cetera und dann gibt es einen Beschluss, Entscheid vom Gericht. In diesem Fall gibt es halt nicht. Ich wurde weder angeklagt, noch wird mir irgendwas Illegales vorgeworfen. Wird es ja nicht. Also die EU-Sanktionsdefinition ist ja nicht illegales Verhalten. Ähm, und dann hast du die Möglichkeit, binnen eines Monats beim Rat, also der Institution, die dich sanktioniert hat, Widerspruch einzulegen. Wollten wir machen, um das machen zu können. Wir müssen ja wissen, womit ich beschuldigt werde. Also
Die Beweise, schickt uns doch mal die Beweise, haben wir gesagt. Und jetzt wird es ganz interessant. Erst eine Woche vor Ablauf des Frists haben wir die Beweise bekommen, woraus sich ergibt, weswegen ich tatsächlich sanktioniert bin. Was ein bisschen auch bewusst, glaube ich, auch spät geschickt worden ist, damit wir uns nicht wirklich vorbereiten können. Und da haben wir uns diese Beweise angeschaut. Kein Wort über Russland. Ich habe wenigstens mal einen Geheimdienstbericht erwartet, gibt es auch nicht. Es sind eine Auflistung von Tweets von meiner Person. Beispiel, dass ich sage, dass die DDR zum Teil in bestimmten Dingen demokratischerer Staat war als das kapitalistische Deutschland, ist Desinformation heute. Ist verboten, kann sanktioniert werden. Oder dass ich sage, dass der Krieg in der Ukraine ein innerimperialistischer Krieg ist, durch die Widersprüche zweier imperialistischer Blöcke entstanden ist. Sagen, nee, stimmt nicht. Desinformation. Oder dass ich gesagt habe, dass ehemalige SS- und SA-Faschos in der NATO gelandet sind. Das ist ein historischer Fakt. Stimmt nicht, sagen sie. Ein anderes Video von einem CDU-Politiker, das war glaube ich vor 2 Jahren, der vor laufender Kamera gesagt hat, Biodeutsche seien doch leistungsfähiger als Nicht-Biodeutsche. Da habe ich gesagt, das ist Rassismus. Der hat gesagt, das sagt er gar nicht. Ich sage, schaut euch doch mal das Video an. Also nur mal so die Dimension, was jetzt mittlerweile sanktioniert werden kann. Um auf deine Frage wieder zurückzukommen. Ich habe das Recht, jetzt jegliche Instanzen durchzugehen. Jetzt sind wir beim EG, da kommen jetzt in 2 bis 3 Monaten eine Entscheidung. Wir denken, das wird negativ sein, da die politische Atmosphäre das nicht hergibt. Es gab ein Interview mit jemandem kennt bestimmt jeder, Georg Maaßen, ehemaliger Verfassungsschutzchef, ähm, der über die Sanktionen halt auch geredet hat. Und er meinte, und da gebe ich ihm recht, bei 99% der Sachen nicht, aber bei der Sache gebe ich ihm recht, wo er sagt, die Richter werden nicht positiv entscheiden, weil es braucht Courage, um jetzt gegen diese militaristische Linie der EU dagegen zu halten, denn da verlierst du sofort deine Karriere. Und das glauben wir auch, dass es negativ sein wird. Und danach geht es zum EuGH, wo wir auf die nächste Instanz gehen können. Und das dauert wieder 2, 3 Jahre. Bis dahin bin ich halt immer noch sanktioniert. Und schlussendlich habe ich halt das Recht, eventuell, wenn das weitergeht, UN, Menschenrechtsgerichtshof etc. etc. Aber auf der Bundesebene hier in Deutschland kann ich nichts machen. Weil Deutschland sagt, hat nichts mit uns zu tun. Also der BPK haben sie es ja ganz offen dargelegt, hat nichts mit uns zu tun. Das ist die EU, Rechtsmittel stehen offen. Aber dass ich diese Rechtsmittel nutzen darf, das verhindern sie, indem sie jetzt meine Konten gesperrt haben, jetzt auch die Konten von meiner Frau gesperrt haben, ich meinen Anwalt nicht zahlen kann, nicht mal du könntest hingehen und meinen Anwalt zahlen, geht nicht. Also auf der einen Seite es ist ein extra juristisches Ding, was du nicht wirklich ankämpfen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du es bekämpfen willst, werden dir die Möglichkeiten entzogen. Und das ist diese Situation, wo ich mich gerade befinde. Auf der EU-Ebene kann ich irgendwie irgendein Gericht benutzen. In der Bundesrepublik bin ich in einem rechtsfreien Raum. Also das Recht kann gegen mich benutzt werden, was sie gerade machen. Sie begründen ja all diese Beschlagnahmen von den Konten von meiner Frau oder von mir mit Gesetzen. Aber ich kann dieselben Gesetze nicht benutzen, um mich gerade zu verteidigen. Also Also irgendwelche kurzfristigen Möglichkeiten dagegen vorzugehen gab es nicht. Die Sanktionen sind in Kraft getreten wie vorgesehen. Und schauen wir uns ein bisschen konkreter an, worin bestehen diese Sanktionen eigentlich? Was für Einschränkungen werden dir damit auferlegt konkret? generell ist es so, wenn du sanktioniert bist, darfst du nicht arbeiten. Also laut EU darfst du arbeiten, aber laut Bundesregierung nicht. Jegliche monetäre Austausch, Geldtransfer, Geldaustausch oder alles, was am Wert hat. Also wenn ich das jetzt so trinke, Sanktionsumgehung. Ich möchte an der Stelle noch klarstellen, das Wasser steht da zufällig und ich kann es nicht verhindern, wenn es sich jemand aneignet. Habe ich selber mitgebracht. Also, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Aber du darfst nicht arbeiten, du darfst kein Geld empfangen, du kannst keine Güter empfangen. Mein Nachbar dürfte mir keinen Brotkorb geben. Ist alles verboten.
Jetzt hat die Bundesregierung am 16. Januar diesen Jahres ein Sanktionsumsetzungsgesetz durchgeboxt, was jedes EU-Land hat, weil die müssen ja laut ihren Gesetzen und Verfassungen die Implementierung anpassen. In Deutschland ist es jedoch so, wo es so extrem wie in keinem anderen Land. Sie ist so vage definiert, dass jegliche Hilfe an meine Frau oder mein Kinder auch jetzt verboten ist und strafbar. 50.000 Euro mit bis zu 10 Jahren Gefängnisstrafe. Also wenn du jetzt eine Windel an meine Kinder schenken würdest, eine Windel, weil ich das gerade jetzt brauche oder mein Kind das braucht, könntest du dafür strafrechtlich belangt werden. Und ich gehe mal stark davon aus, die Sanktionen werden auch beinhalten, dass du in der Zeit, in der du nicht arbeiten darfst, auch keine Sozialleistungen empfangen darfst, weil du darfst ja kein Geld bekommen. Oder wie ist das geregelt? Ja, das ist halt das Problem. Da dieses Sanktionsregime nach außen hin designt ist und jetzt zum ersten Mal nach innen, wissen die das selber nicht. Also ich kriege jetzt Arbeitslosengeld, aber ich darf nur 506 Euro benutzen, was sie mir jetzt auch noch kürzen wollen. Weil laut dem Landgericht Frankfurt, ich glaube, das war das Landgericht, dürfte ich das auch nicht so benutzen, wie ich möchte. Also ich darf keine vertraglichen Verbindlichkeiten mehr bezahlen, die vor den Sanktionen schon bestanden haben, weil es keine Grundbedürfnisse sein wie Telekommunikation, Versicherung oder sonst was alles. Obwohl, wie gesagt, ich habe ja das hat einen negativen Effekt auf mich. Da kommt irgendwann Inkasso, Gerichtsvollzieher, vielleicht Strafverfahren und sonst was. Da heißt es im Beschluss ganz kalt, ja, das gehört halt zur Sanktionen dazu. Ähm, aber was jetzt stattfindet, ist von unserer Seite aus, dass wir dagegen pushen. Und das ist, glaube ich, jetzt wichtig. Also, dass wir jetzt sagen, okay, ich darf das nicht, ich darf dies nicht, ich darf nicht ausreisen, ich darf ja gar nichts machen. Aber irgendwie müssen wir ja leben können. Also, weil jetzt sind wir an einem Punkt angeraten, wo nicht nur ich angegriffen werde, nicht nur meine Frau, aber jetzt halt die Kinder angegriffen. Denn jetzt hat der Staat, also die Bundesregierung mittlerweile mit ihrem letzten Beschluss, die Konten von meiner Frau einzufrieren, nur weil wir verheiratet sind. Also das ist die Begründung, weil wir verheiratet sind und weil sie jetzt die Versicherung für unser gemeinsames Auto bezahlt, besteht die Situation, dass das Kindeswohl unserer Kinder in Gefahr ist. Und jetzt werden wir halt argumentieren, oh, die Bundesregierung gefährdet das leibliche Wohl unserer Kinder, was gegen das Grundgesetz ist, gegen die Verfassung ist. Aber dann können sie halt wieder sagen, ja, ist halt Part der Sanktion. Und mittlerweile sind jetzt sowohl dein Konto als auch das deiner Frau eingefroren. Um das noch kurz klarzustellen, war das denn eine Entscheidung der Bank oder eine politische Entscheidung der Bundesregierung, diese Konten einzufrieren? Offiziell ist es die Entscheidung der Sanktionsumsetzungszentrale oder Stelle, wie das nochmal ist, was, glaube ich, dem BMI untergeordnet ist. Sie haben das entschieden, weil sie eine Ermittlung anscheinend gegen uns führen, da sie meine Versicherung bezahlt, unsere Autoversicherung bezahlt. Und dass wir verheiratet sind. Hätte ich ja Kontrolle über das Geld meiner Frau, was an sich schon sehr problematisch ist, als ob eine Frau nicht Kontrolle über eigenes Geld haben könnte. So viel zum Thema Frauenrechte hier oder Feminismus. Ähm, Das ist die Entscheidung dieser Instanz. Die Bank selber hat eigenständig Überweisung von mir zeitlang blockiert oder immer noch blockiert sie immer noch und hat sogar zeitlang, ich glaube für eine Woche war das oder 2 Wochen, mein komplettes Konto blockiert gehabt, obwohl ich Zugriff drauf haben da soll. Das war eine eigenständige Entscheidung. Aber es passieren so viele Dinge parallel, wo ich mir so sage: „Das sind alles keine Zufälle.“ Es ist schon so politisch motiviert. Die Bank von der einen Seite, BMI von der anderen Seite, die Gerichte von der Seite. Meines Erachtens ist es 'n koordinierter koordinierte politische Kampagne gegen mich gerade. Also, die Medien, die Gerichte, die Bundesbehörden, Staatsanwaltschaft und die Banken. Es soll wehtun und es soll
laut EU ja mein Verhalten verändern, also einen zu brechen in dem Sinne. Was wollen sie brechen? Ich meine, Red Media ist schon zu. Ähm, also das ist ja das Witzige. Ich wurde ja sanktioniert wegen Red Media, aber Red Media hat vorher zugemacht. Ich wurde eigentlich sanktioniert für etwas, was nicht mehr besteht. Das ist ja eine andere Sache. Da stelle ich mir die Frage, wozu? Dann ist es also, dass es wahrscheinlich meine politische Überzeugung auch sein kann. Ich bin Marxist, ich bin Kommunist und mir soll sozusagen verboten werden, weiterhin aus dieser Perspektive, so interpretiere ich das, ähm, Journalismus zu betreiben. Und gleichzeitig glaube ich auch ein abschreckendes Beispiel gegenüber allen anderen. Um nochmal kurz auf deine aktuelle Lage zu blicken, also selbst wenn dir theoretisch diese 506 € Existenzminimum im Monat zugestanden werden durch die Kontosperrung, gibt es ja eigentlich wenig, was du damit konkret tun kannst. Ich meine, man muss schon großes Glück haben, um in Berlin überhaupt mit 506 € eine Mietwohnung bezahlen zu können, aber selbst wenn deine Miete darunter liegen kommt, du kannst dir eigentlich momentan keine Überweisungen tätigen. Also kannst du momentan deine Miete irgendwie zahlen? Bevor die Konten von meiner Frau gesperrt worden sind, hat sie die Mieten gezahlt. Jetzt können wir objektiv, auch wenn wir Überweisungen tätigen könnten, die Miete nicht mehr zahlen. Also ich habe 3 Kinder, davon 2 Neugeborene. Neugeborene Kinder sind sehr kostspielig. Wir haben eine Wohnung, in der wir leben. Wir müssen essen und mit 506 € kommst du nicht mal mit Windeln und Babynahrung durch im Monat. Bist also in eine Situation geraten, in der, wenn das mehrere Monate so andauern sollte, du mehr oder weniger akut von Obdachlosigkeit bedroht bist. Nicht mehrere Monate. Heute ist der 1. April, ist kein Aprilscherz, aber heute ist die Miete fällig und wir können sie nicht bezahlen. Also es ist nicht vertagt, es passiert jetzt. Es ist real, das ist die reale Situation, dass wir gerade weder Strom noch Essen, ähm, Miete etc. garantiert haben, weil wir keinen Zugriff auf Geld haben. Ich gehe davon aus, selbst wenn zum Beispiel jetzt ein großzügiger linker Mäzen anbieten würde, ihr dürftet gratis in seiner Wohnung leben, wäre das wahrscheinlich auch eine Sanktionsumgehung, weil das ist ja eigentlich ein Einsparen von Mietzahlung, das selbst wieder ein geldwerter Vorteil ist. Es könnte, ich sag mal so, es könnte so gewertet werden. Die Frage ist, würden sie so weit gehen? Weiß ich jetzt nicht, aber die Tatsache, dass die Hilfe an meine Kinder, also nicht uns, an meine Kinder schon verboten ist oder kriminalisiert werden könnte, ist schon so eine Tendenz, dass eventuell an diesem Beispiel auch gesagt wird: „Nö, es ist eine wirtschaftliche direkte oder indirekte Zuwendung“, so heißt es ja, und das könnte als eine indirekte Zuwendung definiert werden. Und dieser hypothetische linke Mäzen dürfte euch beispielsweise auch kein Abendessen anbieten, ohne damit die Sanktionen zu umgehen. Nein, es geht nicht. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo du eigentlich in einer akut existenzbedrohenden Lage bist, was natürlich die Frage aufwirft, was müsstest du aus Perspektive der EU und der Bundesregierung eigentlich tun, um aus den Sanktionen wieder rauszukommen? Im Gegensatz zu einem normalen juristischen Urteil ist es ja nicht so, dass die Sanktionen eine definierte Länge haben, dass man zum sagt, die Sanktionen gelten 3 Jahre, dann sind sie aufgehoben. Was müsstest du theoretisch machen, damit die Sanktionen irgendwann wieder enden? Das ist eine gute Frage. Weder hat sich die Bundesregierung mit mir an den Tisch gesetzt, noch, der Rat, die Kommission oder das Parlament. Niemand. Es heißt einfach nur, der Rechtsweg steht offen. Das ist das, was wir probieren. Aber ich glaube, auf dem Rechtsweg wird das nicht entschieden werden. Das wird politisch auf der Straße, medial entschieden werden, wenn dieser Druck aufgebaut wird. Was komischerweise jedes Mal, wenn ich mediale Aufmerksamkeit bekomme, wird der Druck auf mich erhöht, was aber als Reaktion noch mehr Medienaufmerksamkeit schafft. Und das ist, glaube ich, so eine Dynamik, die gefährlich, aber auch positiv ist. Aber jetzt ist, glaube ich, mittlerweile die Situation seit letztem Freitag, seitdem die Konten von meiner Frau eingefroren sind, ich bin aus diesem Schattendasein raus. Jetzt ist es medial. Jetzt sprechen Politiker, Politikerinnen darüber auf EU-Ebene. Leider nicht genug hier in Deutschland, fast kaum jemand in Deutschland, außer einige. Oder die, die es sollten, machen es nicht. Ähm, aber auf der EU-Ebene, in anderen EU-Ländern wird das gerade thematisiert, skandalisiert. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was helfen würde. Weil in diesem Punkt es geht nicht mehr um mich. Wenn Sie mit mir durchkommen, mit diesen Sanktionen,
dann können sich ja alle ausmalen, wen es als nächstes trifft. Werden die Linken sein. Das werden die Antiimperialisten sein. Das werden die Antikriegsmenschen sein, Antigenozidmenschen. Das werden kritische Journalisten sein, Akademiker sein. Also wir kennen das von der Geschichte, wo das hinführen kann. Und wir wissen, wo Deutschland gerade hinsteuert, politisch. Der deutsche Imperialismus entfaltet sich wieder. Militarismus steht ganz oben. Wir haben auf einmal 500 Milliarden für Krieg. By the way, diese Kritik an den 500 Milliarden wurde auch noch benutzt, dass meine Sanktionierung, wie hieß das, aufrechterhalten worden sind. Wiederhole ich aber trotzdem hier, ist scheiße alles. Ähm, in so einer politischen Atmosphäre wird es die Menschen treffen und die es in der Zukunft treffen wird, müssen jetzt aufwachen. Also das ist vielleicht auch so eine Kritik an unsere Bewegung, an die revolutionäre linke Bewegung. Das ist relativ an denen vorbeigegangen, wie dieser autoritäre Staatsumbau eigentlich funktioniert. Und dass es nicht in der Theorie mehr ist, dass es sondern in der Praxis jetzt gerade stattfindet. Schauen wir uns mal diese politisch-medialen Reaktionen auf deinen Fall ein bisschen an. Werfen wir zuerst mal einen Blick auf die großen bürgerlichen Parteien. Ich meine, es ist natürlich so, die Regierungsparteien in Deutschland stehen natürlich hinter der Entscheidung der EU, hinter den Sanktionen. Aber man würde doch denken, dass zumindest in der SPD, bei den Grünen, bei den FDP es ein paar Stimmen gibt, die selbst wenn sie keine politischen Sympathien für dich haben sollen, sich denken, es ist doch ein etwas bedenkliches Prinzip, dass man ein Instrumentarium einführt, das eigentlich die Vernichtung der Existenz jeder missliebigen politischen Meinung ohne ein klares Prozedere einführt. Hast du denn irgendeine Art von Solidaritätsbekundung oder zumindest Kritik am Sanktionsregime dieser Form von Politikern der großen bürgerlichen Parteien bekommen oder irgendwas davon gehört? Nein. Ganz kurz, knapp, nein. Also ich erwarte da keine Solidarität von der FDP, von den Grünen, von SPD und sonst was allen. Die sind ein Teil des Problems. Ich meine, sie sind diejenigen oder die Parteien, die über Jahrzehnte dieses Monstrum mit erschaffen haben. Das sind Parteien, die den Militarismus vorantreiben. Das sind Parteien, die die Arbeiterrechte kaputt machen. Das sind Parteien, die den Genozid in Palästina unterstützt haben, politisch, logistisch, medial. Da erwarte ich nichts. Ich hätte jedoch ein bisschen was von den Linken erwartet, die bis heute schweigen. Nicht nur schweigen, die haben sich ja enthalten, als man darüber abgestimmt hat, über dieses Das war ja, genau, das Sanktionsumsetzungsgesetz. war das letztes Jahr, glaube ich, war das, dieses Gesetz, wo im Bundestag dann beschlossen wurde, wie auf nationaler Ebene die Sanktionen umgesetzt Genau. wurden, wo sich mehrere Linksparteipolitiker zu Wort gemeldet haben. Was war denn deren Statement zu deinem Fall? Zu meinem Fall direkt Oder nichts. zu den Sanktionen im Allgemeinen? Zu den die Sanktionen haben sie begrüßt, dass es doch wichtig sei, dass man Desinformation bekämpfe, etc., etc. Und also ein anderes Beispiel, was sie davon halten oder von mir halten, ist, es gab diese ganz große Palästina-Demo in Berlin, wo die Partei Linke auch mit involviert war, mit Amnesty, glaube ich. Das war letztes Jahr, November oder Dezember war das, oder Oktober sogar, weiß ich jetzt nicht mehr. Und da haben sehr viele Gruppen gepusht, dass ich auch dort rede, da ich wegen meiner palästinensischen Berichterstattung sanktioniert worden bin. Und da hat die Führung der Linken aktiv mitgewirkt, dass ich dort nicht sprechen darf. Also das sagt alles aus, wo die Linke sich positioniert bei dieser Thematik. Die Tatsache, dass bis heute nur 2 linke Politikerinnen sich zu Wort gemeldet haben und das kritisiert haben, eine auf der EU, also Parlamentsebene und auf Bundesebene, gestern war das, glaube ich. Aber die Linke selber als Partei, nein. Ich meine, sie drehen ja am Rad durch, wenn man sich solidarisch auf einer Landesebene mit Palästina zeigt. Den Kampf sieht man ja noch drin, dass innerhalb der Linken eine bestimmte politische Elite mit einer politischen Ideologie gerade das Sagen hat. Und da, nein, Also auch jetzt die letzten paar Tage, als dein Fall jetzt durch die Kontensperren deiner Frau nochmal prominenter geworden ist, hat kein linker Politiker sich bemüßigt gefühlt, sich bei dir zu melden. nein, niemand. Also die einzigen, die wirklich hier in Deutschland von Tag 1 aus ihre Unterstützung und ihre Solidarität mit mir nicht nur in der Theorie, auch in der Praxis gezeigt haben, war Sevim Dardelen von BSW und einige andere
von der BSW sozusagen und einige andere Journalisten wie Florian Barwig, Junge Welt, DKP, aber das war's dann auch. Andererseits ist ja so, dass jetzt die letzten Tage in der radikalen Linken, der sozialistisch orientierten Linken schon den Eindruck habe, dass der Fall jetzt nochmal eine deutlich größere Prominenz bekommen hat und es ziemlich viele Solidaritätsbekundungen von linken Journalisten, Influencern, Lokalpolitikern gab. Was waren so die Kräfte, wo du jetzt die letzten Tage, die letzten ein, zwei Wochen gemerkt hast, dass die Linke sich mit dem Fall mehr beschäftigt, sich mehr auf deine Seite stellt? Sind da ganz neue dazugekommen? Es sind neue dazugekommen, seit 2 Wochen, würde ich sagen, seitdem so die Repressionsspirale sich weiterdreht. Antifaschistische, sozialistische, kommunistische Organisationen bundesweit, hat jetzt nicht alle, aber langsam kommt das, dass sie mir geschrieben haben, dass sie E-Mails geschrieben haben, auf Social Media geschrieben haben oder Menschen, die mich kennen. Ich komme ja aus diesen Strukturen. Also viele von der radikalen Linken, Anti-Imp-Bewegung, die kennen mich ja. Wir haben ja sehr vieles, ich meine, meine Generation hat noch sehr vieles gemacht in den 2000er, 2010er Jahren. Und da kommt langsam was. Ähm, Wieso erst jetzt? Viele wissen das gar nicht, was überhaupt stattgefunden hat oder was stattfindet. Bei anderen ist es auch so, Russland-Label, das war's, da lesen wir nicht mehr weiter. Also das zeigt auch, wie problematisch wir in dieser Thematik sind. Und eine kleinere Gruppe oder vielleicht auch eine größere Gruppe, es war einfach nicht cool genug. Oder es war einfach, diese Einschüchterung hat einfach funktioniert. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, es finden gerade so viele Kämpfe statt. Ich meine, wir sind gerade in April, was alles weltweit schon in diesen 3 Monaten bis jetzt April passiert ist, da kommt man ja gar nicht mehr mit. Also Ukraine, Russland, Jemen, jetzt Iran, Palästina, Venezuela, Grönland und was noch was alles. Und dann hast du noch so Merz jetzt dort, der das Land führt und von 10 bis 12 Stunden Arbeitstag redet und Kürzung von Rechten. Viele Menschen sind erschöpft, die wissen ja gar nicht wohin. Aber jetzt, da es sehr medial ist, begreifen sie eigentlich auch, oh, das trifft uns auch jetzt und das wird uns auch treffen. Und jetzt bewegt sich was und das ist was Schönes, das ist was Gutes, das ist auch psychologisch gut, weil Sanktionen sind auch so designt, dass du isoliert werden sollst. Nicht nur finanziell, aber auch sozial, geächtet. Ähm, und zu spüren, also diese Solidarität wirklich auch zu spüren in der Praxis, das fühlt sich für mich und für meine Familie sehr, sehr gut an. Und ich glaube, jetzt bewegt sich jetzt auch was, weil sehr viele Organisationen möchten jetzt Veranstaltungen machen. Jetzt sind schon 4, 5 Veranstaltungen bundesweit geplant über diesen Fall mit Experten und Militarismus. Wie passt das alles zusammen? Und daher kommt jetzt so eine bestimmte Dynamik, die auch außerhalb meiner Kontrolle ist, was gut ist. Was siehst du denn für Linke, die sich jetzt mit deinem Fall erstmals beschäftigt haben, darüber empört sind für Möglichkeiten, wie sie konkret Solidarität leisten können? Normalerweise ist ja der erste Impuls, wenn ein Linker durch politische Repressionen Schwierigkeiten hat, dann machen wir einen Spendenaufruf. Das geht ja aber in deinem Fall gerade nicht. Was siehst du denn für praktische Optionen, wie Linke sich in diese Sache einschalten, wie sie solidarisch sich zeigen können? Also sehr viele E-Mails, sehr viele Nachrichten. Schick mir deine Adresse. Ich bring dir ein Essen. Ich bring dir Geld. Ich kann dir irgendwas auf der Straße verlieren und sonst was alles. Kreativität ist sehr viel. Ähm, Natürlich sage ich immer, mach das nicht, da dies strafrechtlich belangt werden kann. Dann gibt es halt mittlerweile auch Aufrufe für so einen zivilgesellschaftlichen Protest, dass man mal 1000, 2000 Leute kommt und einfach symbolisch mal den Kindern was gibt vor laufenden Kameras. Dann heißt es, nimmt uns halt alle fest. Ähm, Rate ich auch von ab. Ich persönlich, weil jeder muss für sich selber entscheiden, bis wohin er oder sie geht, was die Person in Kauf nimmt. Aber was jetzt praktisch getan werden sollte, glaube ich, ist, über diesen autoritären Umbau mal zu sprechen. Im Kontext von nicht nur mir, aber wo geht diese imperialistische Politik gerade hin? Nicht nur in Deutschland, weltweit. Das müssen wir uns mal anschauen. Darüber müssen wir sprechen.
Es wird im einen Fall, habe ich gehört, eine Kampagne geben, die Leute unterstützen können, also eine politische Kampagne, die auch von EU-Abgeordneten getragen wird, von Politikern, Aktivisten, Gruppen hier getragen wird, europaweit, dass man sich daran beteiligt, aber auch Veranstaltungen organisiert, weil viele kennen diesen Fall einfach nicht. Viele sind auch, sogar Linke sind geschockt. Also Sozialisten, Kommunisten, die sind geschockt. Oh, wie kann das so passieren? Ich meine, so die Tatsache, dass du geschockt bist, schockiert mich, weil du ganz tief in deinem Herzen immer noch an diese bürgerliche Demokratie glaubst, an die das System selber nicht mehr glaubt. Denn sie demontiert gerade die bürgerliche Demokratie, mit meinem Fall auch, weil sie ist jetzt ein Hindernis. Und in einem Interview habe ich gesagt, ich als Kommunist, der sehr kritisch mit dieser liberalen, bürgerlichen Bourgeois-Demokratie ist, bin jetzt dabei, sie zu verteidigen. Weil die Liberalen, die sie seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem gegen die ganz böse sowjetische Bedrohung ganz hoch gehalten haben, das heute als ein Hindernis sehen. Und um diesen autoritären Staatsumbau möglich machen zu können, müssen sie die bürgerliche Demokratie Stück für Stück auseinandernehmen. Und das findet jetzt gerade statt. Und darüber müssen wir reden. So, wenn im Gespräch jetzt ein idealistischer bürgerlicher Liberaler zuschauen sollte, der sich denkt, ich habe politisch keine Sympathien für Sozialisten und Kommunisten, aber ein leicht ungutes Bauchgefühl, würdest du dem denn nahelegen, dass du davon ausgehst, dass dein Fall jetzt nicht nur ein isolierter Fall bleiben wird, sondern dass es eine Blaupause werden wird für politische Dissidenz jeder Art, dass es ihn interessieren sollte, auch wenn er keinerlei politische Sympathien für dich hat? Denkst du, dass dein Fall Schule machen wird in Deutschland und Europa? Ja, es ist ein Präzedenzfall. Es ist ein Fall, an mir testen sie gerade aus, was gerade möglich ist. An mir testen sie aus, wie weit sie Grundrechte, wie weit sie Presse, Meinungsfreiheit einschränken können, wie weit sie damit Menschen kriminalisieren können. Ich meine, allein die Definition selber von Sanktionen, wie ich am Anfang schon beschrieben habe, nicht illegales Verhalten anzugreifen, das ist schon problematisch. Ich meine, bis heute haben genau diese Menschen, die du gerade beschrieben hast, es gefeiert, als im Irakkrieg Terroristen sanktioniert worden sind, in Afghanistan-Krieg Terroristen sanktioniert worden sind, dann in Libyen und dann Hamas und PFLP und die ganz bösen Hisbollah und Jemen und wer noch alles und Russen und Ukrainer und Chinesen und Venezuelaner. Aber niemand hat sich angedacht, nach was im Maß machen wir das eigentlich? Und die Liberalen von damals, die das gefeiert haben, die das gepusht haben, sind heute in Sorge. Ich meine, wenn ich heute in Springer Verlag Medien schon lesen muss, die Sanktionen generell kritisieren, nicht in meinem Kontext, aber im Jacques Beaus Kontext, das heißt schon was. Sie haben gemerkt, oh, jetzt dreht sich das gegen uns. Ich meine, es war, glaube ich, ein Weltkolumnist, dessen Haus vom SEK oder so gestürmt worden ist vor 2 Monaten. Diese Menschen bemerken das und sie sollten das auch bemerken. Das zielt auf sie ab. Das ist genauso wie mit den pro-palästinensischen Demonstrationen gewesen. Die ganze Gewalt von vor 2 Jahren, weißt du noch, was auf den Straßen von Berlin stattgefunden hat, oder gegen Kommunisten, alles Mögliche. Die Gewalt, die dort stattfand, war eigentlich eine Nachricht an die bürgerliche Klasse hier. Heute sind Sie dran, wenn Sie uns kritisieren. Das kann euch aber auch passieren. Wenn du die pro-palästinensische Bewegung anschaust, also sie ist ja eine bürgerliche Bewegung. Da sind Sozialisten drin, Antifaschisten drin, aber so vor allem in Berlin, der Kern ist so eine bürgerliche Bewegung. Das sind Studierende, das sind Menschen, denen es gut geht, die einen 4.000 € Nettojob haben, alles Mögliche. Aber sagen, nee, stopp, das ist ein Genozid. Und diese Menschen wurden bewusst zusammengeschlagen hier. Um ein abschreckendes Beispiel auch zu kreieren. Und das ist ja nichts Neues, diese Strategie. Das haben wir mit Antifaschisten gesehen, mit Kommunisten gesehen, mit allen anderen, die sozusagen dieses System, das kapitalistische System, politisch, ideologisch kritisieren oder angreifen.
Also auch die zahlreichen Grünen und FDPler, die mir auf meinem Kanal zuschauen werden, haben jede Menge gute Gründe, sich einerseits für den autoritären Staatsumbau im Allgemeinen, andererseits dieses spezifische Instrumentarium der EU-Sanktionen zu interessieren. Und das gilt natürlich umso mehr für Linke, die von diesem Fall vielleicht bisher wenig mitbekommen haben, die sich näher darüber informieren wollen. Wenn ihr mitbekommen wollt, was der aktuelle Stand in diesem Fall und überhaupt der Entwicklung des EU-Sanktionsregimes ist, dann folgt gern Hüseyin Doğru einerseits direkt auf Social Media, andererseits, ich würde sagen, das deutschsprachige Medium, das die beste aktuelle Berichterstattung zum Fall hat, ist auf jeden Fall die Junge Welt. Also folgt auch der Jungen Welt, wenn ihr nicht nur über die Entwicklung dieses Sanktionsregimes, sondern allgemein über linke Entwicklungen und über den Widerstand gegen dieses Sanktionsregime informiert bleiben sein wollt. Das war's dann erstmal für heute mit Hüseyin Doğru. Bis zum nächsten Mal. Ciao.